Die erste Bergbesteigung in Osttirol. So, nochmal zur Erinnerung, Mountainbiken verboten. Verstanden? Für die, die nicht lesen können, ist das sogar ein Bild. Ja, genau. Ja. So, es geht doch wieder weiter mit dem Vlog. Ja, das liegt jetzt daher, der Moreno ist anscheinend ein Formel-1-Gucker. Das heißt, es wird jetzt bei ihm zu Hause vor jetzt gute 1,5, 2 Stunden, wenn nicht 3, jetzt nicht wirklich was passieren und mich interessiert Formel 1 ehrlich gesagt überhaupt nicht. Daher habe ich jetzt mal beschlossen, wir gehen uns mal den Wald vor seiner Haustür ansehen und es soll in dem Wald einen Bach geben. Was wir darin noch sehen, sehen wir jetzt im Anschluss. Okay, und wir sehen jetzt hier in der Ferne den Spielplatz von der Blair Witch. Alter, aber das könnte jetzt aber fast schon Auenland sein. Bist du wahnsinnig. Das hat Moreno vor der Haustür. Bist du irre. Ja, Ping, ne? Ja, okay, geht in Ordnung. Ich trinke jetzt gerade ein Guinness Extra Stout. Ich kenne das normale Guinness, aber das hier habe ich jetzt zum ersten Mal probiert und ja, ist ganz in Ordnung, aber ja, ist okay. Also okay, es stimmt schon, es schmeckt besser als das reguläre Guinness. Ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht so ein Guinness-Fan, aber ja, ist okay. Ich bin jetzt hier im Wald, der Wortlaut vor der Haustür von Moreno zu Hause ist. Ich sitze jetzt hier am Bach, man hört es wahrscheinlich vom Rauschen her. Ich habe jetzt echt mal eine Abkühlung gebraucht. Oh, so geil. Einfach im Bach, Füße reintunken, göttlich. Es zählen wirklich so die kleinen Freunde im Leben, was ich auch so jetzt auf der Reise herausgefunden habe. Wo jetzt schon so mal so einem ruhigen Punkt angelangt sind. Was sagt ihr so bis jetzt zu diesem Reisevlog? Ist der einigermaßen gut geworden oder war das ein kompletter Pfusch? Oder sagt ihr, holy shit, war das geil, bitte noch mehr davon? Wenn euch das richtig gefallen hat, werde ich durchaus schauen, dass ich vielleicht noch öfters so eine Reisevlogs machen kann. Wann oder wohin, keine Ahnung. Aber ja, ich kann mir definitiv vorstellen, dass das hier öfters machen, denn ja, bis jetzt mein Fazit von dieser Reise, ja, war sehr, sehr geil. Und vor allem Moreno, den noch geileren Gastgeber hätte ich glaube ich nicht mehr ziehen können, weil er hat mich wortlaut von sich aus eingeladen. Wir haben uns an dem Tag zum allerersten Mal persönlich getroffen. Wir verstehen uns, als ob wir uns seit Jahren kennen würden. Mit unter anderem habt ihr es Moreno zu verdanken, dass es diesen Vlog da überhaupt gibt, denn ein gewisses Genie, ich weiß jetzt nicht welches gemeint ist, aber ein gewisses Genie hat es nämlich zusammengebracht, sämtliche Aufnahmen auf der SD-Karte zu formatieren. Moreno, der IT-Techniker der ist, oder IT-Techniker-Genius der ist, hat es geschafft, die wiederherzustellen. Also Moreno habt ihr es zu verdanken, dass dieser Vlog da existiert. Also ihr lasst den guten Mann mal ein verdammtes Abo da, weil so ein hochbegabter Musiker, der wirklich Herzblut in die Musik reinsteckt und hat auf seinem Kanal etwas über 400 Abos zu diesem Zeitpunkt. Also drückt gefälligst abonnieren bei ihm, der ist ja kriminell unterabonniert. Und sagt hi, von mir aus gerichtet. Wenn ihr mal ein Video von ihm seht, also wenn ihr mal eins euch anschaut von ihm, schreibt dazu, dass ich euch geschickt habe. Ja, und mein generelles Fazit zu Osttirol, Breisach und Lienz, obergeil. Also einen besseren Start für den allerersten Reisevlog hätte ich mir gar nicht aussuchen können. Nee, wirklich, also ich bin von Osttirol wirklich begeistert. Wunderschöne Natur, extrem freundliche Leute. Bis auf diese eine Psychotante, die wir getroffen haben, aber ja, komm, Schweizer Schafe gibt's überall. Und ja, einen sehr, sehr tollen Musiker, also Moreno.
wenn du das siehst, nochmal 1000 Dank dafür, dass du den Gastgeber gespielt hast und gleich für den ersten Vlog. Also einen geileren Gastgeber wie dich hätte ich gar nicht bekommen können. Und ich kann auch mittlerweile verstehen, warum du hier wohnst. Das ist, die Gegend hier ist ja obergeil. Also nicht nur von der Natur. Es ist, okay, ja, vielleicht ist jetzt kein Wien oder kein Graz, aber ne, man kann durchaus was erleben in Lienz. Also langweilig wird es ja nicht. Die Leute sind auch übertrieben freundlich in der Stadt. Boah, aber ich könnte hier wirklich noch länger sitzen bleiben, vor allem weil es so schön kühl ist im Bach. Falls sich jetzt der ein oder andere fragt, hast du nicht irgendwie gesagt, wir werden uns ein Schloss ansehen gehen? Ja, da ist jetzt tatsächlich die Berghütte, die ich jetzt gesehen habe, oder jetzt vorhin gesehen habe, die ist jetzt da dazwischen gekommen. Ja, ich muss ehrlich sagen, da hat für mich die Berghütte und der Berg hat für mich interessanter angehört als das Schloss. Das Schloss sieht auch cool aus von den Bildern, aber ja, mal schauen, ob sich das noch ausgeht in der Zeit. Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch viel sein werde. Entweder morgen oder am Dienstag werde ich fahren. Was ich definitiv noch mitnehmen möchte, ist der Tristacher See. Den hat man sogar vom Berg oben gesehen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme gesehen hat, aber da war, wenn man zu Lienz runterguckt, war da so ein kleines Stück Wasser so rechts auf dem Bild. Das ist der Tristacher See und da möchte ich auch noch unbedingt vorbeischauen. Alleine bei der Hitze. Das Schloss, wie gesagt, ja, wenn es sich ausgeht oder wenn ich die Muße habe, fahren wir hin, aber ja, wir sehen einfach. Ich will mir keinen Stress antun für meinen Reisevlog. Boah, die Wespen werden jetzt auch schon unsere lästig. So, genug abgekühlt. Wir gehen jetzt mal weiter den Wald erforschen. Okay, jetzt laufe ich echt gerade wie ein Hippie rum, also barfuß. Könnte fast schon so ein Lost Footage sein, wenn ich da jetzt vom Yeti gefressen werde. Oder vom Bigfoot. Hier haben wir einen Weg. Da drüben ist ein Weg und oh, da fahren gerade Leute im Hintergrund. Das ist anscheinend ein Radweg. Wir gehen mal in diese Richtung. Ich habe jetzt die Naturrodelbahn Lienzer Dolomiten gefunden und laut dem Schild oben sind das gerade mal 10 Minuten, dass wir da hochgehen und ich würde sagen, ja, wo wir schon in der Nähe sind, ja, gehen wir hinauf. Es tut mir leid, es gibt eine Planänderung. Es ist so heiß, um den Hügel raufzugehen. Ich bin jetzt schon, ich glaube, eine geschlagene Viertelstunde raufgegangen und da ist nirgendwo sowas von einer Rodelstation. Ich glaube, der Weg selber ist die Rodelbahn. Ja, und da geht es ja noch, Gott weiß wie weit lang. Nee, sorry, es ist so heiß dafür hinaufzugehen. Wir treten wieder den Rückweg an. So, der Moreno und ich haben jetzt beschlossen, dass wir jetzt mal auf seiner Terrasse eine spontane Jam-Session einlegen. Jungs, du bist im Bild. Man sieht es auf dem Frontbildschirm nicht, aber du bist eindeutig im Bild rausgekommen. Aber keine Ahnung, was wir spielen sollten. Ja, die fuhren wir jetzt so. Ja. Ich spiele einfach mal der Standard, da kannst du Solo dazu spielen.
Der war geil, ja. Das deppert. Boah, das war jetzt geil gespielt von dir, bist aber. Kannst du E-Gitarre spielen, ne? Was willst du? Ich versuch's, ja. Genau, die Blumenmännern. Ja, genau. Das ist was, das kann ich nicht. Flaschenletz oder wie? Ja. Brauchst eigentlich nur. Also die Finger nicht, nicht durchdrücken die Noten, sondern quasi nur auflegen, sodass da. Auf dem im Bund oder auf dem Bund? Also, ich bin so quasi über dem Buntstab. Ja, du musst auf dem 12. musst du runter. Ah. Ja, genau, da war schon. 12., warte mal, 15., 19. gehen auch noch welche. Ja, alles Übungssache. Na toll! Oh, aber willst du nicht Bier? Ja, das kann ich wegschmeißen. Verdammt, ist ja Akkord gegangen so. Ich habe gerade probiert, einen Blues spielen, aber nein. Aber so. wir machen das anders.
Das hat schrecklich geklingelt. Ja, das war not very rock'n'roll. Nein. Nee, so ein Roll away. Roll away. So, und jetzt kommt eine Live-Vorführung von Moreno Hotz vom Lied Osttirol. Oh, Osttirol. Oder wie heißt genau? Genau, Osttirol. Schwierig ist immer, ich weiß nicht, ob ich mich an einen Text erinnern kann. Schweizer pünktlich sind und ich mag auch Schoki von der Links. Ich mag Fondue und auch Rösti und der Wilhelm Tell find ich der Größte. Ich mag's Matterhorn und auch den Zürichsee und das Bern mag ich fast alles ausser das VP. Und dort muss ich dir etwas erzählen, ich kann nicht länger in der Schweiz bleiben wählen. Ich bin dann ausgezogen, Osttirol bin ich geflogen. Osttirol, Osttirol, ja Mai ist es schön da. Osttirol, Osttirol, it's made in Austria. Und jetzt kommt die zweite Strophe, wo ich den Text nicht weiß. Tiroler Adler, Staatsbündner Steinbock und der Falco macht österreichischen Poprock. Ich sag, auf jeden Fall, es geht dann so weiter und weiter und weiter und am Schluss kommt wieder Osttirol, Osttirol, it's made in Austria. Osttirol, Osttirol, ja Mai ist es schön da. Ja. Die zweite Strophe dann. Also spätestens jetzt hat er ein Abo verdient. Also, hingehen, abonnieren. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Hallo miteinander, Lo aus der Zukunft hier. Vergangenheits-Lo hat sich wieder mal mit Ruhm bekleckert, denn er hat vergessen, die Batterie im Lavalier-Mikrofon auszutauschen. Das heißt, ihr habt jetzt da gerade eine Abmoderation minus den Ton gehört oder gesehen. Das heißt, das darf jetzt ich wieder mal übernehmen. Saubere Arbeit, du Trottel. Also das ist die Abmoderation, das heißt, dieser Reisevlog ist hiermit zu Ende. Ja, also ich muss sagen, mein Fazit zum ersten Reisevlog, ja, war wirklich eine Erfahrung, war auch eine tolle Erfahrung, vor allem dank Moreno. An der Stelle nochmal Dankeschön für deine Gastfreundschaft. Ja, aber lasst mich mal wissen, was sagt ihr in generell zur Idee? Soll ich öfters Reisevlogs machen? Und wie war vor allem dieser Reisevlog? War der super? War der scheiße? Oder konstruktive Kritik? Ist auch immer willkommen. Und hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mein allererster Reisevlog gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.